Hallo ihr Süßen, heute geht es wieder um das Thema Augenbrauen. Ich werde meiner Kollegin Alex die Augenbrauen zupfen und das war ein großer Wunsch von mir, denn ich wollte schon seit Ewigkeiten meine Augenbrauenversion für ihre Augenbrauen ihr zeigen. Komplizierter Satz. Und jetzt ist es endlich dazu gekommen in einer Mittagspause. Genau. Bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen kleinen Kanal hier unten abonniert. So helft ihr mir zu wachsen und zu gedeihen auf YouTube. Und jetzt geht's auch schon los. Meine Kollegin Alex zupft ihre Augenbrauen schon sehr, sehr, sehr lange. Ich werde relativ wenig zupfen und mehr die Form gestalten über den Augenbrauenpinsel. Bevor ich aber irgendwas mache, und das empfehle ich euch ja immer, lernt eure Augenbrauen kennen. Das Interessante ist auch, dass die klassischen Regeln, die wir kennen, teilweise nicht funktionieren, finde ich. Was ich damit meine, zeige ich euch gleich noch. Also auf jeden Fall hier gehe ich erstmal mit dem Augenbrauenkämmchen durch die Augenbrauen und versuche herauszufinden, wie ist die Wuchsrichtung, wie ist die bisherige Form und wie lange sind die Härchen, weil das sind die 3 Faktoren, die entscheiden, wie ich Augenbrauen gestalte. Es gibt sehr wenig One-Fits-All bei Augenbrauenzupfen, weil die Augenbrauen sind genauso individuell wie unsere Gesichter. Was man aber fast bei allen Augenbrauen sagen kann, ist, dass man diesen Teil auf dem Augenbrauenknochen, wo so vereinzelt Härchen sind, dass man die auf jeden Fall wegzupfen kann. Jetzt hat Alex schon so lange ihre Augenbrauen gezupft, dass da nicht mehr so viel ist, aber die entferne ich jetzt. Sobald ich es habe, wird das Ganze schon ein bisschen beruhigter, denn diese kleinen Härchen machen die Augenbrauen unruhig. Die Augenbrauenform, meine ich. Eine Sache, die auch sehr universell ist, dass man sagen kann, dass man nach außen dünner werden muss. Es gibt auch wunderschöne Augenbrauen, die sehr gerade sind und sehr gleichmäßig, aber hier mache ich etwas anderes, ich betone den Schwung. Das heißt, ich werde jetzt hier noch ein paar Haare auf dem Augenbrauenknochen wegzupfen, also auf gar keinen Fall drüber, sondern drunter. Von oben habe ich noch nicht was weggezupft. Echt? Ich mach drunter. Ich bin drunter. Echt? Witzig, das fühlt sich an wie drüber. Ich bin drunter. Und gucke halt, dass ich so einen schönen Schwung reinbekomme. Aber hier bin ich wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich wische die Haare immer wieder mit so einem Pinselchen weg, damit ich klar sehen kann, was habe ich schon gezupft. Und bin hier einfach sehr vorsichtig, weil hier schon die Augenbrauen dünner sind. Alex hat jetzt interessanterweise hier und da vereinzelt längere Härchen. Das lässt die Augenbrauen eher ein bisschen unruhig aussehen oder nicht gleichmäßig genug, weil wir wollen ja auch einen gleichmäßigen Farbton, also soweit das möglich ist, schaffen. Deswegen kämme ich mir die längeren Härchen raus und schneide sie ab. Das Schneiden hat auch noch mehrere Funktionen, aber hier wende ich sie nicht an. Hier ist zum Beispiel so ein Fall, wo die konventionellen Regeln nicht funktionieren für mich. Man sagt ja immer, der Nasenflügel ist da, wo die Augenbraue abschließen soll. Für meinen Geschmack ist das aber dann, wird die Augenbraue zu kurz. Das heißt, ich würde weiter nach innen gehen und das mache ich jetzt auch hier. Und ich glaube, solche Dinge liegen einfach daran, dass wir einfach nicht 100%ig symmetrische Gesichter haben. Das heißt, unsere Nase ist ja auch schon mal ein bisschen schief, was für mich bedeutet, bei den Augenbrauen kann man nicht komplett nach den Nasenflügeln gehen, wie auch später, wenn man hier so eine Schräge macht. Das gibt es ja auch noch. Nasenflügel, Augenwinkel. Das trifft für mich auch hier nicht zu. Aber guckt euch wirklich die Augenbrauen individuell an. Also gerade für die, die sich die Augenbrauen selber zupfen wollen, kann ich nur ans Herz legen. Regeln sind gut, aber funktionieren auch nicht immer. Ich gehe so ein bisschen rein also und das mache ich mit dem Micro Pencil von NYX. Den finde ich genial. Der ist auf der einen Seite sehr fein, man kann mit ihm Linien ziehen, aber auch einfach große Stellen ausfüllen. Und vor allem ist er bricht nicht so leicht. Manche Augenbrauenstifte sind fein, brechen aber ständig und das bringt ja nichts. Kommen wir jetzt zu einem Teil, wo Alex und meine Meinungen auseinandergehen, und zwar dieser Teil an der Augenbraue. Also nicht direkt am Anfang, sondern so ein bisschen später. Ich sehe ganz oft, dass die Augenbrauen da relativ schnell dünner werden und es gibt keinen Übergang. Ich persönlich finde das nicht schön. Natürlich ist es Geschmackssache. Dieser kleine Teil, den fülle ich auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das schöner, wenn das gleichmäßig ist, aber ich sehe auch ganz oft, dass es relativ abrupt dünner wird. Also der Anfang etwas dicker und dann wird er schnell dünner. Das finde ich persönlich nicht so schön, deswegen zeichne ich das hier nach. Ich gehe auch noch so ein bisschen über die Augenbraue drüber, also am höchsten Punkt, um den Bogen schön hoch zu machen. Darf ich nur kurz was fragen? Ja. Du hast jetzt hinten ein bisschen dünner gezupft, aber du malst es trotzdem nach. Drüber. Drüber, achso. Ich habe unten was weggenommen, drüber was mache ich jetzt was. Also du verschiebst die Linie so ein Genau, bisschen. ich mache den Bogen höher. Und hier außen sieht man ganz gut, wenn man wieder dieses Prinzip
beibehält, Nasenflügel, Augenwinkel, da soll dann die Augenbraue enden. Das finde ich zu kurz und deswegen verlängere ich die so ein bisschen, also breche die Regel, weil ich das Gefühl habe, wenn die Augenbrauen zu kurz sind, dann sind die irgendwie nicht verankert und sind einfach so, fliegen so ein bisschen über den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber mir gefällt es besser, wenn die Augenbrauen ein bisschen mehr Raum bekommen, ein bisschen mehr Form und deswegen mache ich sie ein bisschen länger. Hier auch schön zu sehen, zupft konservativ am Anfang. Ihr könnt alles noch nachholen, wenn ihr dann seht, okay, jetzt habe ich die Augenbraue aufgefüllt mit meinem Augenbrauenpencil und da stört mich noch ein Härchen. Also seid wirklich vorsichtig am Anfang. Gerade wenn die Augenbrauen schon so stark vorgezupft sind, oft wachsen da ja auch gar keine Härchen mehr nach, weil die 20 Jahre gelernt haben, da soll nichts wachsen, dann wachsen die auch nicht mehr da. Da braucht man schon einen größeren Eingriff mit einem Augenbrauenstift und mit einem Augenbrauengel oder Wachs. Und hier kann ich euch 2 Produkte empfehlen, einmal von NYX, den Brow Glue oder von Essence das Brow Lifting Gel. Beide funktionieren wirklich super. Das Gel trocknet eher und ich finde das Lifting Gel von Essence ist eher so ein bisschen cremiger, wird nicht so hart, aber hat trotzdem krasse Strukturierungs- und Formungsfähigkeiten. Also beides ist mega gut und eine Produktempfehlung von mir. Dir ist schon klar, dass du das jetzt alle 2 Wochen bei mir machen musst. Ich könnte. Beim Angleichen der Augenbrauen kann ich euch nur raten, seid nicht zu kritisch. Augenbrauen sind keine Zwillinge, es sind Geschwister. Das heißt, sie dürfen ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ein bisschen angleichen dürfen sie trotzdem. Und da werdet ihr schnell merken, dass mit den ähnlichen Techniken verfahrt wie auf der einen Seite, aber gerade beim Aufzeichnen oder Nachzeichnen der Augenbrauen, dass es da so ist, dass man schon mal so ein bisschen höher gehen muss mit dem Augenbrauenstift oder vielleicht ein bisschen weiter raus. Hier zum Beispiel gleiche ich aus, indem ich mehr den Schwung noch erhöhe, also noch mehr aufzeichne als auf der anderen Seite und dadurch entsteht halt eine größere Harmonie. Und am Anfang habe ich zum Beispiel gar nichts aufgefüllt, da fingen die Augenbrauen für meinen Geschmack schon genau an der richtigen Stelle an. Wichtig ist natürlich auch immer, habt Geduld, habt gutes Werkzeug, nicht immer ist das teuerste das Beste, macht es an einem Sonntag, wo ihr viel Zeit habt, wo ihr euch Ruhe lassen könnt, nehmt eine Freundin mit und zupft euch gegenseitig die Augenbrauen, das kann auch Spaß machen. Ganz wichtig ist auch, und das ist wirklich sehr individuell, wie wir die Pinzette halten. Manchmal ist es einfacher, sie flach aufzulegen und dann zu zupfen und manchmal ist es einfacher, sie ja so zu halten, weil wir nun entweder Rechts- oder LinkshänderInnen sind und unsere Augenbrauen gibt es ja zweimal im Gesicht. Das heißt, es kann sein, dass wir auf beiden Seiten unterschiedlich ans Ziel kommen. Ich arbeite hier übrigens mit 2 Farben und zwar Taub und Schwarz. Schwarz brauche ich einfach teilweise, um wirklich die Form zu betonen, weil mit einem zu hellen Farbton bekommt man ab und zu einfach nicht die Form rein. Deswegen kann es schon mal notwendig sein, auch bei euch da draußen, dass ihr 2 Farbtöne braucht. Also einen, der eigentlich genau eure Augenbrauenfarbe ist und einen, der so ein bisschen dunkler ist, um die Form knackiger darzustellen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Thumbs Up freuen. Hier ist es gleich weiter mit spannenden Videos. Jetzt sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss!